So, Freitagnachmittag, Stau auf der Autobahn. Unser guter, fleißiger Fahrer, Neji. Und ich bin auch da, ich habe gerade kurz geschlafen. Seit 6:30 Uhr bin ich wach. Hier sind 11 Menschen ums Leben gekommen. Hier ist die Bombe eingeschlagen. Hier ist keine Wohnung mehr heile geblieben. Wie ihr sehen könnt, wie kann ein Mensch hier überleben? Ist komplett alles verwüstet. Hier das Badezimmer ist nur einigermaßen hier erhalten geblieben. Der gesamte Betonboden wurde zerstört. Menschen sind sicherlich hier runtergefallen und haben ihr Leben verloren. Ein Krieg, wo viele Menschen einiges durchmachen müssen. Unser Herz ist natürlich mit diesen Menschen. Wir haben hier in der Ukraine einen Metromarkt gefunden, die Gott sei Dank Lebensmittel vorhanden haben. Wir möchten mehrere Familien morgen helfen mit erstmal Lebensmittelpakete. Wir analysieren, was wir kaufen können, was die benötigen, werden ein Paket zusammenstellen und dann bestellen wir das, damit wir morgen das abholen können. Und wir haben hier schon Reis genommen, Buchweizen, Pasta und ja, vieles weiteres. Vielen Dank. So, unsere Lebensmittelpakete wurden vorbereitet, gleich für die Verteilung. Die Familien warten schon sehnsüchtig drauf. Wir werden gleich dahin fahren und diese Pakete an die bedürftigen Menschen verteilen. Dank eurer Spenden werden wir viele Menschen heute erreichen damit. So, Nothilfe Ukraine 2022. Wir werden an die betroffenen Menschen hier eine Verteilung durchführen. Die Lebensmittelpakete stehen bereit in unserem Transporter. Unser Transporter ist voll mit den Paketen, wie ihr sehen könnt. Diese Lebensmittelpakete werden wir gleich an diese Menschen verteilen. Die warten schon sehnsüchtig drauf. Dank eurer Spenden und Unterstützung ist es möglich, zahlreichen Menschen hier unter die Arme zu greifen. Nothilfe 2022 in der Ukraine. Dank eurer Unterstützung werden wir 140 Familien Lebensmittelpakete verteilen gleich. Vielen Dank. Wie ihr sehen könnt, war das mal ein Kuscheltier, ein Teddybär von einem Kind, was hier gelassen wurde. Welches Kind kann mit einem Krieg zu tun haben, das hier geführt wurde? Es zerbricht uns das Herz, das anzusehen. Das waren mal die Räume dieser Menschen, wo sie gelebt haben. Stellt euch vor, ihr lebt mit eurer Familie friedlich in eurem Haus. Es schlägt eine Rakete ein und verwüstet eure gesamte Existenz. So, wir mussten Anhalter mitnehmen. Die standen hier in der Hitze. Die haben uns leid getan. Jetzt sitzen wir hier zu viel. Nelly, wie ist das so? Bisschen eng, aber das ist gut. Okay. Wir wollen den Menschen helfen. Ja, die standen an der Haltestelle, haben per Handzeichen uns angehalten und die kommen hier nicht weiter, hier in diesem Dorf. Durch nur die Straßen an. Und wieder komm, wir nehmen die mit bis zum nächsten Ort.
So, wir sind bei der zweiten Verteilung in der Ukraine. Zweite Runde, bedürftige Familien in diesem Dorf. 80 Familien werden jetzt erstmal versorgt mit euren Lebensmittelpaketen, die ihr gespendet habt. Und diese Menschen sind vom Krieg betroffen. Wir greifen denen unter den Arm. Die brauchen akut Schnellhilfe, um diesen nächsten Wochen, schwierigen Wochen, einfacher und entspannter überleben zu können. Denn es ist auch hier sehr schwer, an Nahrungsmitteln zu kommen, weil die Leute natürlich hier auch Engpässe haben, die Firmen, die Fabriken, die Lieferanten. Und natürlich fehlt den Menschen auch, die durch den Krieg ihre Häuser verloren haben, die finanziellen Mittel. Sich so gefreut über die Pakete, wo sie das aufgemacht haben, den Inhalt drin gesehen haben, dass da viele Lebensmittel drin sind, waren die begeistert von dieser Hilfe. So, bei den Verteilungen treffen wir natürlich auch so alte Damen. Sie heißt Ola, ist 65 Jahre alt, möchte auch einige Sachen zu dieser Verteilung sagen und von der aktuellen Situation hier in Чернігів. So, Ola. Да. Я Люба Васильівна, мені 65 років, я проживаю в селі Количівка по вулиці Луговій, 1. Sie hat sich bedankt, das haben wir auf jeden Fall verstanden. Wir bedanken uns auch bei den Menschen, dass sie hier vorbeigekommen sind. Straße gesperrt. Müssen wir hier rechts lang. Nothilfe in Ukraine, in der Stadt Чернігів geht in vollen Zügen weiter. Heute werden wir in 2 verschiedenen Dörfern verteilen. Es wird vorher analysiert, mit Hilfe der Einheimischen, welche Menschen es wirklich dringend benötigen. Danach werden Listen angefertigt, dass wirklich auch die Menschen etwas bekommen, die es wirklich auch nötig haben. Und demnach werden wir unsere Verteilung durchführen. So, wir sind in Чернігів in der Ukraine. Dieses Haus ist auch betroffen davon. Wir wollen schauen, was wir für die Menschen hier einkaufen können. Baumaterialien, damit sie ihr Haus wieder aufbauen können. Wir können natürlich hier begrenzt helfen, ein paar Baumaterialien einkaufen, damit den Menschen geholfen ist. Hier seht ihr auch Heizungen und weitere Haushaltsgeräte, die komplett auch unbrauchbar sind, zerstört sind. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bitte unterstützt uns weiterhin, damit wir so vielen Menschen hier in der Ukraine helfen. Wir haben jetzt bei einem Baumarkt hier mehrere Werkzeuge, Baumaterialien besorgt. Durch eure Spenden konnten wir jetzt für die Menschen schnell hier reagieren. Die haben uns gebeten, ein bisschen für den Wiederaufbau, den Schutt und die Steine wegzuräumen, Hilfe, und die benötigen zum Beispiel wie Gummihammer. Bruder Necip kennt sich ein bisschen besser aus mit den Werkzeugen. Damit das auch alles gerade ist, brauchen die Menschen das natürlich, den Bau fortzuführen. Viele Gebäude sind hier sehr beschädigt. Sie müssen es wieder aufbauen. Wie ihr sehen könnt, auch dieses Haus, den Schutt haben sie schon hier rausgemacht.
Drinnen muss noch einiges gemacht werden, außerhalb auch. Die gesamte erste Etage ist kaputt. Gleichzeitig seht ihr da, alles wurde rausgeräumt, was kaputt war vorher. Und die Steine verwenden sie wieder weiter, die nicht so beschädigt sind, weil sie die finanziellen Möglichkeiten natürlich nicht dazu haben, diesen Wiederaufbau von diesem Haus zu finanzieren. Wir haben unter anderem Kabel, auch einige Maschinen für den Bau, Bohrmaschinen, eine Flex, Schaufel, Schraubenzieher, eine Säge für Steine. Gleichzeitig natürlich Hammer, darf nicht fehlen. Gummihammer, Tacker, alles verfügbar. Die Menschen sind natürlich überaus glücklich. Auch diese Dame kann später mit ihrer Familie hier leben. Eine Schubkarre, damit sie alles rausräumen können. Wir sind hier bei den Betroffenen. Diese Familie möchte neu anfangen und möchte sich auch sehr gerne bei euch Spendern bedanken. Дуже дякуємо народу Німеччини за таку допомогу. Ці всі інструменти дуже корисні для нас. Vielen Dank. Sie ist sehr glücklich über diese Unterstützung, über diese Hilfe, die den Anfang für ein großes Ziel für die ausmacht. Danke. Man kann nicht davon reden, dass diese Menschen keine Hilfe brauchen. Wir haben mit vielen geredet, mit Hilfe eines Übersetzers. Die Menschen haben viele Probleme, auch finanzielle Probleme, dass sie keine Lebensmittel kaufen können. Es ist von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt natürlich verschieden. Für uns ist es wichtig, überall auf der Welt zu helfen, wo die Bedürftigkeit herrscht. Wollen wir mit anpacken. Mit eurer Hilfe, mit euren Unterstützung werden wir noch viele weitere Menschen in vielen weiteren Ländern erreichen. Wir werden jetzt mit unserer Verteilung beginnen. Unter anderem sind hier viele kleine Kinder auch gekommen, an die wir gleich auch Süßigkeiten verteilen werden. Viele alte Menschen, viele Familien, die dankbar sind, durch eure Spenden diese Lebensmittelpakete zu erhalten. Bitteschön. Einige von denen sprechen auch Deutsch. Die haben in der Schule viel Deutsch gelernt als Fremdsprache. Хлопці, велике вам спасибо.